Solltet ihr nachfolgend im Betrieb eures Sonnenschutzprodukts feststellen, dass die Endanschläge doch nicht ganz passend sind, dann könnt ihr das auch jederzeit nochmal korrigieren. Dafür klickt ihr einfach in den Bereich Mehr hinein, wählt die Geräteübersicht aus und klickt auf euer Sonnenschutzprodukt. Hier findet ihr jetzt die Möglichkeit, die Endanschläge nochmals zu korrigieren und wählt zunächst einmal Endanschlag geöffnet korrigieren aus. Wir klicken auf Start und das Sonnenschutzprodukt fährt erstmal in seine bekannte Endposition für geöffnet. Das ist jetzt hier der Fall. Ihr hört das auch an einem kleinen Piepen, dass die Endposition angefahren worden ist. Und mit den Tasten könnt ihr jetzt diese Position korrigieren. Auf der linken Seite führt ihr sehr kleine Schritte durch zum Anpassen, auf der rechten Seite etwas größere Schritte. Wobei etwas größere Schritte bedeutet zwischen 0,5 und 1 cm. Und das will ich euch einmal hier präsentieren. Ich führe diesmal eine kleine Korrektur in Richtung Herunterfahren durch. Dafür einfach hier links unten auf die Taste tippen und achtet einmal auf das Sonnenschutzprodukt. Ja, das macht so einen ganz kleinen Tick nach unten, also es ist im Millimeterbereich. Und nach oben hin führe ich jetzt einfach mal einen etwas größeren Schritt durch. Rechte Seite oben und ja, ihr seht, das ist so ungefähr ein Zentimeter, irgendwo zwischen 0,5 und 1 Zentimeter. Passt diese Endanschläge entsprechend an, wählt danach Fertig. Das Ganze wird gespeichert im Produkt, das hört ihr auch durch dieses kleine Piepen, dieses leise Piepen. Und das gleiche würdet ihr jetzt nochmal für den Endanschlag geschlossen durchführen. Ja, wenn wir damit fertig sind, einfach zurückgehen, unten auf Fertig klicken und das gesamte Anlernen mit Fertig beenden.